Du hast eine neue, größere SSD gekauft. Aber jetzt kommt die unangenehme Seite. Windows neu installieren, Programme herunterladen, Einstellungen wiederherstellen. Das dauert Stunden und irgendetwas geht dabei fast immer verloren. Was wäre, wenn du dein komplettes System, Windows-Dateien, alles einfach 1:1 auf die neue Platte mitnimmst, ohne Neuinstallation? Genau das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Was du brauchst: deine neue SSD, entweder direkt eingebaut oder per USB-Gehäuse angeschlossen. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten. In so einem Dock können auch große Festplatten eingesteckt werden. Für die M2 SSDs gibt es einen Adapter. Hier können alle Größen eingesteckt und per USB-C verbunden werden. Und für die normalen gibt es auch so einen kleinen handlichen Adapter. Also für jeden Anwendungsfall das Richtige. Und wir brauchen noch ein Tool, das den Umzug macht. Das Ganze nennt man Klonen. Deine alte Festplatte wird 1:1 auf die neue kopiert. Am Ende startet dein PC von der neuen Platte und alles ist genau da, wo es vorher war. Dieses Video entsteht in Kooperation mit EaseUS. Das Tool heißt DiskCopy. Damit klonst du komplette Festplatten und dafür brauchst du kein technisches Vorwissen. Die Oberfläche ist bewusst einfach gehalten. Wichtig außerdem: das Programm arbeitet komplett offline. Deine Daten bleiben auf deinem PC, nichts wird in die Cloud hochgeladen. Den Download-Link findest du unten in der Beschreibung. Öffne DiskCopy. Wähle oben links den Festplattenmodus. Das Programm erkennt deine Laufwerke automatisch. Merk dir genau, welches deine Quelle, also die Festplatte, die du kopieren möchtest, und welches dein Ziel ist, also die Festplatte, auf die du gerne alles umziehen möchtest. Als Quelle nimmst du deine alte Festplatte mit Windows. Und um das kurz zu prüfen, schauen wir uns unsere Laufwerke an. Im Normalfall ist Windows auf dem Laufwerksbuchstaben C installiert, und wenn wir dort hineingehen, dann sehen wir auch die standardmäßigen Ordner wie Programme und Windows. Und als Ziel wählst du deine neue SSD. Jetzt der wichtigste Hinweis: beim Klonen wird die Zielplatte überschrieben. Prüfe also doppelt, dass du auch ja die richtige Auswahl getroffen hast. Ansonsten sind die Daten nämlich weg. Wenn wir unten Vorschau des Partitionslayouts auswählen, können wir noch kontrollieren, ob auch die Festplatte automatisch angepasst wird. Somit wird der nicht verwendete Speicher einfach dieser Partition hinzugefügt. Wir haben auch noch die Option als die Quelle kopieren. Da wird auch 1:1 kopiert, allerdings wird alles, was nicht an Speicher benötigt wird, einfach als nicht zugeordnete Partition ohne Laufwerksbuchstaben erstellt. Und bei der dritten Möglichkeit, Festplattenlayout bearbeiten, können wir dann noch die Partitionsgröße von unserem neuen Windows-Partition selbst aussuchen mit dem Schieberegler. Wir lassen es aber auf Festplatte automatisch anpassen. Und so übernehmen wir einfach das Partitionslayout der Quelle und starten den Klonprozess. Das ist deutlich schneller als eine Neuinstallation oder ein manuelles Kopieren deiner Daten, und du sparst dir das komplette Einrichten danach. Nach dem Klonen verifiziert die Software alle Daten, damit alles zu 100% vollständig ankommt. Und selbst wenn der Vorgang einmal unterbrochen wird, deine Originalfestplatte bleibt dabei unangetastet. Nach dem Klonen ist deine neue SSD sofort bootfähig. Du musst nichts weiter einrichten. Falls beide Platten angeschlossen bleiben, stellst du im BIOS nur noch die neue SSD an die erste Stelle, speicherst und startest neu. In diesem Fall erledigt das DiskCopy für uns. Es reiht die Bootreihenfolge so, dass die neue SSD an erster Stelle steht und direkt von ihr gestartet wird. Solltest du die Bootreihenfolge erst später selbst ändern wollen, dann ist unten in der Beschreibung ein Link zur Erklärung, wie das funktioniert. Nach dem Neustart meldest du dich ganz normal an. Ob alles geklappt hat, siehst du, indem du auf dieser PC gehst, und dort siehst du, dass die große Festplatte nun Windows mit dem Laufwerksbuchstaben C ist. Die alte Platte kannst du als Backup behalten oder als zusätzlichen Speicher nutzen. DiskCopy kann noch mehr. Im Festplattenmodus klonst du die kompletten Datenlaufwerke, im Systemmodus nur das Betriebssystem und im Partitionsmodus nur einzelne Partitionen. Und falls Windows
gar nicht mehr startet, erstellst du einfach ein bootfähiges USB-Medium und sicherst von dort. Fassen wir kurz zusammen. Diskcopy klont zuverlässig, mit garantierter Bootfähigkeit. Es ist schnell und effizient, somit sparst du dir Stunden. Es arbeitet datenschutzfreundlich, komplett offline und ohne Cloud. Und falls doch einmal etwas hackt, gibt es einen reaktionsschnellen technischen Support über den sofortigen Live-Chat oder per Mail. Fair ist auch die Preisgestaltung. Hier wird nicht unbedingt auf ein Abo-Modell gedrängt, sondern kann für einen normalen Preis eine lebenslange Lizenz kaufen. Wenn du also das nächste Mal auf eine größere oder schnellere SSD umsteigst, probiere ISAs Diskcopy einfach aus. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Wie immer gilt, alles auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Verantwortung für eventuelle Schäden. Prüf vorher besonders, dass die richtige Zielfestplatte gewählt ist. Wenn dir das Video geholfen hat, lass gerne einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib mir in die Kommentare, ob der Umzug bei dir geklappt hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.